Es ist das luftigste, das ungezwungenste, das lichteste, was ich je gesehen habe, sagt der Künstler Alberto Giacometti über den Katalanen Joan Miró. In einem gewissen Sinn ist es absolut perfekt. Wenn Miró einen Punkt setzt, gelingt er ihm immer genau. 1921 malt Miró das Bauernhaus, in dem er aufgewachsen ist. Das kaleidoskopartige Bild wimmelt von Details. Besondere Aufmerksamkeit widmet Miró der Wand des Bauernhauses, ihren Rissen, ihrer Oberfläche, ihrer Textur. Dieses Bild begleitet Miró, als er nach Paris geht, als ständige Erinnerung an seine Herkunft. Wie ein Prisma fängt das Gemälde ein, was Miró ein Leben lang inspiriert. Die Wand, die Mauern, die Steine, die einfachen Dinge. Mirós Atelier Son Boter in Palma auf Mallorca gibt einen Eindruck von seiner Heimatverbundenheit. Dort hat er all die Dinge gesammelt, die seine Kunst inspirieren. Und selbst in den Jahren des Surrealismus ist seine Malerei voller Erinnerungen. In Bildern wie Katalanischer Bauer mit Gitarre von 1924 erkennt man die Barretina, die rote Mütze der katalanischen Landbevölkerung. Miró hat eine verblüffende Erklärung für die poetische Bildwelt, die sich in seiner Malerei offenbart: der Hunger, der ihn in seinen frühen Pariser Jahren quälte. Der Hunger war eine fantastische Halluzinationsquelle. Ich pflegte jeweils für längere Zeit dazusitzen und gegen die leeren Wände meines Ateliers zu starren, um diese Formen auf Papier oder Sackleinwand einzufangen. Dann kommen die Jahre des Experiments. Miró will die Malerei ermorden, wie er sagt. Er malt auf Teerpappe, Masonitplatten, auf Sackleinen. Das Gemälde Kopf Georges Auric von 1929 ist der Beginn dieser Phase. In gewissen Bildern scheint Miró heutige Graffiti-Kunst vorwegzunehmen, als hätte er immer die Spraydose in der Weste gehabt. Mirós großes Thema ist die Leere der Leinwand. Für mich ist es wichtig, ein Maximum an Intensität mit einem Minimum an Aufwand zu erreichen. Deshalb wird die Leere in meinen Bildern immer wichtiger. Die Leinwand wird für ihn zur weißen Wand. Vom Architekten Josep Lluís Sert lässt er sich 1956 ein Atelier in Palma auf Mallorca bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und unter der Diktatur von Franco zieht sich Miró dorthin zurück. Endlich hat er genügend Raum, um ins große Format zu gehen. Das Triptychon Blau 1-3 mit seinen mächtigen Leinwänden entsteht 1961. Es entführt die Betrachter in kosmische Dimensionen. Miró möchte nicht länger Bilder für Museen oder Galerien malen. Er arbeitet an Entwürfen für große Keramikwände. Sie sollen seine Kunst auf öffentliche Plätze und in den Alltag der Menschen bringen. Es sind Gemeinschaftsarbeiten mit dem Keramiker Josep Llorens Artigas, zum Beispiel an der Uferpromenade von Palma auf Mallorca. Mit solchen großen Papieren entwirft Miró seine öffentlichen Bilder. Sie geben Einblick in seine Ideenwerkstatt. Und ein Bild wie Das Erwachen von Frau Boubou im Morgengrauen wirkt wie ein Vorgriff auf die Skizzen, die er später im Landhaus Son Boter direkt auf die Wände zeichnet. Der Künstler hat das Landhaus als Ergänzung zu seinem modernen Studio erworben. Mit Kohlestift und ganz spontan nutzt er die weißen Wände, um seine Ideen für Figuren und Skulpturen festzuhalten. Joan Miró ist ein Künstler, der ständig nach Wegen sucht, die Malerei zu erneuern. Und im alten Miró steckt in Wirklichkeit ein junger Wilder.
Die jungen Menschen interessieren mich, nicht die alten Knacker, sagt er noch am Ende seines Lebens. Wenn ich weiterarbeite, dann für das Jahr 2000 und für die Menschen von morgen.